Schau mal die Sache da. Heute ist die Feier von Basti und Janine, die wir gerade vorbereiten, und gleich geht's los. Gleich kommen die Gäste. Und ihr passt schön auf. Ja. Anders als sonst sind sehr viele Menschen heute hier, die mit Schusswaffen umgehen können. Die Jagd kann ja durchaus dazugehören zur Anbahnung einer Hochzeit, denn ohne Jagd hättet ihr gar nicht zusammengefunden. Es brauchte dazu nämlich erstmal einen, ich glaube, Jagdausflug nach Namibia, ist das richtig? Und auf dieser Reise ist jemand auf dich, Bastian, aufmerksam geworden, der dich dann an Janine weiterempfohlen hat. Allerdings, und das finde ich interessant, ohne dich wirklich näher zu kennen. Und das wiederum hast du, Janine, nicht gewusst. Das war eine Doppelblindstudie sozusagen. Erstaunlich, dass ihr euch umso schneller kennengelernt habt. Vielleicht sitzt ihr beiden irgendwann in sehr ferner Zukunft zusammen auf einem Hochsitz, alt und verschrumpelt, wie zwei Äpfel, die einen sehr langen Sommer gesehen haben, und sagt euch, der schönste Tag im Leben, der ist vielleicht gerade heute, der ist vielleicht genau jetzt. Schau rechts. Schau rechts. Mir wurde erzählt, dass die Rentierjagd in Norwegen in einem unfassbar krass geilen, beeindruckenden Landschaft stattfindet. Eine extrem spannende und schöne Jagdart. Man läuft Stunden und Tage in einer spektakulären Gegend und versucht, diese Rentiere überhaupt auszumachen und nah genug ranzukommen. ja, Rentierjagd in Norwegen. Und das wollte ich auch erleben. So, jetzt warte mal. So ist nicht schlecht, aber wenn du jetzt nur ein bisschen weiter fährst, kommst du vorne runter und dann stehst du so schräg. Mega. So. Ja, ich muss mir bloß irgendwann mal Strümpfe anziehen, ne? So. Herr Gisela. Ja, mach, ja, klar. So, jetzt kriegst du einen Spielkumpanen. Im 8er ist er drinnen. Ja, genau. Genau da ist er. Über den 9er da im 8er drinnen.
Also Dann noch da und der da. der war da. Ja. Hörst du das Pfeifen da in den Lampen rein? Ganz furchtbar. Ja. Now we will go over here now and turn to left and up the mountains to see through this big mountains you see there now. Okay. There's coffee. Coffee. Do you see the sun? Huh? The sun is coming up. Is it coming? It's up. We cannot do anything about the weather. That's how it is. But we have a nice trip now up in the mountains and have some hours out. Now we can go back down again and get us warm and dry. But you can eat this. The black one, really? Yeah. Oh, I thought they are not. Oh no, it's okay. Wil dan wel holder in erntereifem Zustand. Vielleicht gleich das Rentier mit Würzen, wenn wir es denn haben. Du kannst dich kaum halten. Boah, Wahnsinn. Vor allem sieht es aus wie weit über der Baumgrenze, aber das ist ja nicht mal 1000 Meter. Das kann man auch mit Kasachstan also vergleichen. Na, wo warst du? Kirgisistan. Kann man das vergleichen? Nee. Mit was kann man das vergleichen? Ich hatte tatsächlich fast hier ein bisschen an Irland erinnert, bis auf dass es da diese weißen Flächen nicht hat. Aber diese kargen Hügel und gar nicht so hoch.
Wir hatten schon mal Rentier, wie wir vor 2 Jahren in Norwegen waren. Und das war sensationell. Da haben wir es auch im Dutch Oven gemacht, im Rahmen von der Elchjagd, im Lagerfeuer. War super. Vergleichbar mit am nächsten wahrscheinlich Rotwild oder Rind oder so. Problem ist, dass die Rentiere immer gegen Wind ziehen. Und jetzt schon, ich glaube fast eine Woche war Südwind. Ja. Also nicht unbedingt nur Süd, aber Südwest, Südost. Das heißt, die Rentiere sind hauptsächlich Richtung Süden gezogen und sind jetzt an der natürlichen Grenze, das ist der Fluss, die Glomma, angekommen und da stehen die jetzt unten. Und das ist dann quasi das Nachbarrevier. Deswegen sind die beiden gar nicht so optimistisch gerade bei dem Wetter. Das Rentier, was wir gerade im Dutch Oven zubereiten, das ist von Morten, unserem Pirschführer und Gastgeber hier. Wir hoffen natürlich noch ein eigenes zu bekommen, dann können wir weiter kochen. Jetzt geht's gleich los, jetzt pass auf. Schau mal. Diese Leute nehmen ja auch schon da, weil das losgeht. So. Die Beinchen einwickeln. Die Beinchen einwickeln. Super. Seht ihr ihn noch? Hä? Seht ihr ihn noch? Männlich, eindeutig. Da ist eine Schaufel. Yeah, we can spotting or we can go in this area. Yeah. And the other side is still hunting area, so this forest behind on the Yes. other. Yeah. Yes. Okay. Good. It is. Good. Jetzt steht er auf 100 Meter und frisst gemütlich. Während wir auf Elchjagd wird da jetzt ein Rentier stehen.
Ich gehe in die Mitte. Hast du andere Schuhe? Habe ich keine, oder? Gummistiefel. Ja. Ich schätze an Basti, dass er extrem empathisch ist. Er hat ein extremes Gefühl für Menschen. Das war so schade jetzt echt. Ich habe ihn noch kommen sehen, wie er da hinterher gelaufen ist. Den Blinker, ey. Ist aber nicht dran. So, jetzt müssen Papa die Daumen drücken und uns auch, sonst gibt es nichts zu essen. Janine ist ein extremst außergewöhnlicher und besonderer Mensch für mich. Janine ist eine Macherin. Janine packt die Sachen selber an. Sie ist hochintelligent, sie hat wahnsinns Führungseigenschaften und ist auch in der Lage, mich manchmal etwas Hitzkopf einzufangen. Er ist ein sehr guter Hausmann und Vater, was ich auch sehr an ihm schätze und liebe. Janine ist eine furchtlose Mutter, glaube ich. Trifft ganz gut. Dann ist mir aber auch sehr wichtig, dass wir eben diese Leidenschaft für die Jagd und auch fürs Lebensmittel im Endeffekt teilen können. Ja, und uns verbindet halt einfach wirklich die Liebe, die Passion, das Thema Jagd, Natur, Hunde und mittlerweile natürlich unser gemeinsamer Sohn. Das Gras essen. Das Gras essen. Der Papi kann Fisch rausholen. Ja. Dann muss man das nehmen, was man kriegt. Ich würde gerne Fisch zum Abendessen. Ich auch. Der glitzert schön. Norwegen ist leer gefischt. Ich fürchte, es gibt nur Fisch, wenn wir noch einen Stopp im Supermarkt einlegen. Kriegst du auch bei solchen Stiefeln. Ne? Sobald du reinpasst, kriegst du solche Stiefel, dann geht's los. Ja. Für dich wären es gerade die 7-Meilen-Stiefel. Ne? Hello. Hello. This will be fish for dinner. Only from the freezer. Okay. Not fresh. Not fresh. Nur die Gläser drin. So, essen? Ja, ist schon kalt genug. Ja, der Morten hat mir eben gerade erzählt, dass heute früh die Jäger, die vor uns an dem Parkplatz für Jäger waren, ist ja hier Lizenzjagd, also Patentjagd, das heißt, hier jagen ja viele Jäger auf dieser Fläche und wer zuerst kommt, bestimmt, wo er hingeht. Und die haben hier heute Morgen 26 Stück Rentiere genau auf diesem Plateau, wo wir jetzt hier liegen, vor uns stehen sehen. Und die haben sie mitbekommen und sind dann quasi diese Richtung über die Hügel in den Nebel abgezogen und waren seitdem nicht mehr gesehen. Was etwas traurig ist, denn eigentlich wäre das genau unser Spot gewesen. Gut für die Rentiere. Die freuen sich bester Gesundheit. Näher kommen wir vermutlich bei dem Wind da oben jetzt erstmal nicht an der Rentiere.
als diesen Büschel Fell. Schauen wir mal, was nur passiert. Wenn ich außerhalb meiner Wohlfühlzone bin, wenn ich ein Stück weit ausgeliefert bin auf jemanden, das sind genau diese Momente, glaube ich, die dieses Thema Auslandsjagd, Reisen ausmacht. Du gibst einfach die komplette Verantwortung ab, aber du erlebst diese Situation bei dieser Jagdreise. Dann dieser Moment, wo uns diese Norwegerin entgegenkommt, mit einem strahlenden Gesicht, mit einer Zuversicht und einer Ausstrahlung und einer positiven Stimmung, freut sich, dass sie uns auf dem Berg trifft, unterhält sich mit dem Guide und zieht genauso, wie sie gekommen ist, mit einem Lächeln im Gesicht und Freude strahlend und winkend weiter dahin, wo wir hergekommen sind und die Flucht ergriffen haben. Ich verstehe bis heute nicht, was die da oben wollte, aber nachdem es eine Norwegerin ist und das, was sie am Körper trug, an Ausrüstung, an Waffe, an Rucksack, so aussah, als ob sie es das ein oder andere Mal schon gebraucht hätte, ich glaube, sie wusste, was sie tut. Es ist die tatsächlich frustrierendste Jagd, die ich bisher so erlebt habe, weil wir jetzt in 4 Tagen nicht an ein Stück Wild gekommen sind, sprich noch nicht mehr eins gesehen haben. Es ist extremst weitläufig hier, es ist überwachsen, es sind viele Hügel. Ja, es ist tatsächlich sehr anstrengend und sehr schwierig und wir müssen mal schauen, wie es weitergeht. Ja, jetzt gerade sind wir etwas ratlos. Ich mache jetzt noch eine quasi Rocket, und dann fliege ich frei mal ein wenig so über den See und Schafe und so. Und wir betreiben den Blog vom Wald in den Mund seit mittlerweile 5 oder 6 Jahren.
Basti und ich haben diesen Blog ins Leben gerufen, um Wildbret bekannter zu machen. Und zwar gab es da eine ganz prägnante Situation. Wir waren gemeinsam auf einer Jagd und auf dem Heimweg von der Jagd haben wir einen Jäger getroffen, der mit uns auf dieser Jagd war, aber sich auf dem Heimweg im Supermarkt Fleisch gekauft hat. Also wir waren quasi im selben Supermarkt, haben uns Getränke besorgt und er war an der Metzgertheke. Die Botschaft ist von unserem Blog, dass Wild eins der besten Fleischprodukte, nenne ich es jetzt mal, ist, was es gibt. Das heißt, ich kann alles mit Wild machen. Ich brauche eigentlich für nichts ein Schwein, ein Rind, ein klassisches Nutztier. Und ich weiß, wo mein Fleisch herkommt und dementsprechend kann ich das auch ohne Reue genießen. Wir zeigen unseren Followern auf Instagram wirklich Einblicke in den Alltag von uns als Jägerfamilie. Wir zeigen natürlich vor allem die Themen Wildbret, Wurstrezepte auch, aber normale Kochrezepte. Dann zeigen wir, wie man die Fleischstücke zerwirkt und wir fangen noch früher an, dass wir auch aus dem Jagdalltag schon Einblicke zeigen, damit man wirklich von A bis Z den Weg hat. Unser Blog ist eine relativ aufwendige Leidenschaft von uns. Wir haben beide Vollzeitberufe, wir haben den kleinen Knopf jetzt noch, wir haben 3 Hunde, wir haben ein ganz normales Leben und on top. Feuerwehr. Ich habe einen völlig seriösen und ehrlichen Beruf. Das heißt, ich habe 24-Stunden-Schicht, bin im Einsatzdienst und bin Gruppenführer bei der Berufsfeuerwehr. Einer der geilsten Jobs, die es auf der Welt gibt. Lässt sich auch sehr gut mit der Jagd verbinden, weil einfach durch den Schichtdienst relativ viele Freiräume geschaffen werden. Ich bin vor allem durch mein Studium der Tiermedizin zur Jagd gekommen, dadurch, dass ich in diesem Studium sehr tiefe Einblicke in die konventionelle Nahrungsmittelproduktion hatte, also weiß, wo Fleisch herkommt und wie es produziert wird und im Endeffekt einen Ausweg davon gesucht habe. Ich war eine Zeit lang Vegetarierin, war aber nicht der richtige Weg für mich, sondern die Jagd hat mir dann eine Alternative geboten, wo ich selber in der Hand hatte und habe, wo mein Fleisch herkommt. Und du hast halt 2 Etagen. Ja. Hallo, guten Morgen. Das ist die Emilia. Du möchtest Tiermedizin studieren, ist das richtig? Du möchtest dir das überlegen, alles klar. Dann ist im Stall heute die Sophie zuständig, unterstützt von der Elena. Die Maria hat 2 Lahme, einmal 9:30, einmal um 1. Ich bin Inhaberin von dieser Pferdeklinik zusammen mit 4 anderen Tierärzten. Insgesamt sind wir fast 100 Leute. Das heißt, meine Hauptaufgaben sind mittlerweile Personalführung, sich um alles kümmern, dass der Betrieb läuft. Und fachlich gesehen bin ich Internistin und kümmere mich um Herzerkrankungen, Lungen etc. von den Pferden. Ich reite schon seit ich 6-jährig bin und habe mir immer Sorgen um meine Ponys gemacht, weil Pferde so filigrane Tiere sind und man nie weiß, ob man sie überfordert, unterfordert, irgendwas kaputt macht. Und deswegen habe ich eigentlich Tiermedizin studiert, also wegen den Pferden. And then you see some 2 big rocks. Yeah. Some pretty long distance behind the rocks. Ah, ja, okay. They are moving to the right. Ah, I see it, I see it. A lot of. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. It's not our area. Now it's it's a little bit too long. It's the Gräns area goes from the top there. It's also a little bit difficult to see how long they are from our area, so maybe it's not so far, maybe it's not so long. So It's a chance. go there and Yes. check. Yeah. Maybe a chance. Maybe a chance.
wir haben einen Plan. Wir ziehen los und schauen, ob wir die kleine Herde ihnen entgegenlaufen können. Und vielleicht ziehen sie in den bejagbaren Bereich. Auf geht's! Auf 6 Kilometer die Herde Rentiere gespottet von unserem Aussichtspunkt aus und sind jetzt über 2 Kilometer angegangen. Aber die waren ständig außerhalb vom Jagdbereich, also die waren quasi in einer Wildschutzzone. Und wir haben sie jetzt über den Hügel da direkt hinter mir, haben wir sie über den Horizont verschwinden sehen. Also die waren ziemlich zügig unterwegs. Und ja, wie gesagt, aber zumindest haben wir jetzt Rentiere gesehen, war eine ansehnliche Herde mit etlichen Kälbern dabei. Das hätte gut passen können. Gut, Anblick hatten wir, war schön. Und jetzt habe ich natürlich noch zu Hause schon den Bericht erstattet, der ja im Wohnmobil sitzt und mitfiebert. So, für die Artenbestimmung haben wir noch ein gutes Bild. Sind das Schafe? Dort stehen Schafe. Nein. Ich kann es nicht sagen, ob Schafe sind. Da liegt doch was doch... Da hinten steht was, aber das ist Ja. gleich. Da was. Das ist doch eins, oder? Jetzt steht es völlig frei in der Sonne. Jetzt steht es völlig frei. Das ist ein Rentier. Gell? Sag ich doch. Ja, ist es. Eindeutig. Eindeutig. Sei zu einer Simmel. Ja, den sehe ich genom spektivet, den har justert. Ja, det er nok ei simle. Tier. Simmel. Janine, schau mal mit der Wärmebildkamera noch mal drüber. Passt? Ja, aber warum? Weil noch was davor sein könnte. Wenn wir die Simmel nicht mit der freien Karten schießen normalerweise. Aber Muss er das nicht auch ein Kalb dabei haben? ja, aber da haben wir keine Kalbskarte hier. Ach so, sondern? Freies Tier bis 50 Kilo. Und du denkst, es ist Ein über freies 50? Stück, sagen wir so. Und das ist über 50 Kilo, oder was? Nee, aber als Simmel. Ich sehe im Wärmebild nur das eine. Das geht jetzt an das Dichter und dann finden wir es nicht mehr. Ja, da kann man aber nichts machen, das ist es so. Und wir sehen es von hier auch nicht. Entweder kannst du nachgehen, aber das ist eine Nadel im Heuhaufen und die da hinterher geht. This is what it's like, this is what it's like. We're lost in a paradise and I don't know what to do.
Bei der Vogeljagd in Norwegen erlebst du die Landschaft hautnah. Du gehst ab von den Wegen, du hast einen berechtigten Grund, ab von den Wegen zu gehen. Und sonst gibt es überhaupt gar keine Möglichkeit, an das Wildbrett von Auerwild zu kommen. Zu Recht sind das Auerwild und das Birkwild bei uns zu Hause, also sprich Deutschland und die angrenzenden Länder, ja eine streng geschützte Art. Gibt es bei uns leider nicht mehr so oft. Aber hier in Norwegen ist es wie bei uns die Tauben teilweise, also die sitzen da auf den Straßen rum. Man sieht es wirklich gut beim durch die Landschaft gehen, streifen die links und rechts ab. Merci. Und ist 300 Meter weg. Oh, das steht aber, oder? Ja. Da waren wir aber fast. Ist der nicht beim Auto unten, oder? Ja, das Auto ist weiter weg. Na, so weit ist das nicht weg. Tief. Oh, der rupft da gerade was. Der ist an einem Vogel dran. Du hast die Federn von einer Auerhenne gefunden, die hier offensichtlich irgendwie geschlagen worden ist. Vermutlich von einem Habicht, so wie hier das Rupfbild ausschaut. Genau wissen wir es nicht. Auf jeden Fall, Auerwild hat es hier. Den Unterschied zwischen Riss und Rupfung erzähle ich euch später. Das geht aber nicht lange. Dann kann der Papa angeln gehen, wenn du es lässt. Hört man Seil? Danke. Danke. Reste sind noch gut. Können wir essen? Mhm. Junge. Schmeckt viel besser als die alten.
Schaut sehr gut aus. Das eine, das etwas dünnere, ist schon komplett durch. Das etwas dickere darf noch ein ganz klein wenig, aber Auerhahn darf in der Mitte gerne noch rosa sein. Der einzige für uns beide sinnvolle und nachvollziehbare Grund zu töten ist, dass das, was ich erlege, verwertet wird. Steht 1:0. Kein Fisch heute dafür. Auerwild. Eine Besonderheit bei den Raufußhühnern sind die Magensteinchen, die sich da in dem Magen befinden. Die holen wir jetzt raus und waschen die aus. Dann sind es lauter kleine, bunte, ziemlich gleich große, abgerundete Steine, die die Vögel brauchen, um ihre Nahrung zu zerkleinern, zu zermalmen, wie jetzt zum Beispiel Nadeln. Also die Auerhähne ernähren sich ja auch von Nadeln. Damit werden die dann zerkleinert und zermahlen und als Speisebrei dann weiter transportiert. Lauter kleine Edelsteinchen. Es freut uns, wenn wir irgendwelche Erinnerungsstücke an besondere Jagden, ob es jetzt zum Beispiel hier in Norwegen die Rentiere gewesen wären oder jetzt hier der Auerhahn, die Magensteinchen, mal Federn oder Präparat. Ja, aber das ist nicht das Wichtigste. Ist also wirklich reine Fleischjagd. Trotzdem nimmt man ja gerne auch ein physisches Andenken noch mit nach Hause. Und wir haben ein paar Federn uns natürlich trotzdem von ihm aus dem Rad genommen, um sie mit nach Hause zu nehmen. Nehmen aber auch immer die Magensteinchen aufgereinigt mit nach Hause. Das sieht aus wie ganz kleine Kristalle. Und auch das ist ein Andenken, eine Art Trophäe von den Raufußhühnern, die man sich zu Hause hinstellen kann. Was ich jetzt heute sagen kann, was mir vielleicht ein Stück weit gefehlt hat, waren genau in meiner Kindheit solche Momente. Ich glaube, ich hätte es mega cool gefunden, wenn mein Vater oder mein Großvater mich auf Jagd mitgenommen hätte. Ich bin altersmäßig sehr spät zu diesem Thema zur Jagd gekommen und bin heilfroh, dass ich darüber gestolpert bin, dass das in meinem Leben passiert ist. Es füllt mich aus und es macht mir unheimlich Freude, einfach das alles so zu erleben und anders zu erleben. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich so einen putzigen kleinen Sohn habe. Ich hoffe sehr, dass er so ein richtiger Draußenjunge wird, so ein richtiger kleiner Räuber. Ich würde unheimlich gern in Jonathan einfach zeigen, was für eine tolle Sache das ist und was man da alles erleben kann, was man da gemeinsam erleben kann und wie das einen zusammenschweißt und wie unglaublich das einfach ist, mit und in der Natur zu leben. Er hat seinen eigenen Kopf, er hat seinen eigenen Willen und wir werden ihn natürlich zu nichts in irgendeiner Art und Weise zwingen oder nötigen. Willst du Wasser banschen? Du musst dich doch. Hat dich festgehalten? Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das kommt gut. I never knew it could be so easy. Ich bin euch ja noch die Erklärung und den Unterschied zwischen Riss und Rupfung schuldig, was wir da gefunden haben. Ein Riss sind an den Großfedern die Federkiele immer abgebissen, nicht so intakt wie jetzt bei denen hier. Und bei der Rupfung, das machen in der Regel immer die Greifvögel, die rupfen die Federn im Ganzen, deswegen sind bei den Großfedern die Federkiele intakt. Rupfung, Greifvögel, Riss, Raubwild. I never thought it could be so true. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Philipp. Ich bin der Bruder von Janine. Das heißt, ich kenne sie schon eine Weile. Ich bin auch stolzer Patenonkel, wie das auf Deutsch heißt, der Götti vom Joni. Ja? Und er macht das heute mit mir gemeinsam.
Janin war akademisch unglaublich begabt. Ja? Dieser Mangel an Kompromissbereitschaft, dieses Rebellische in ihr, gekoppelt mit dieser akademischen Flughöhe, akademischen Kompetenz, sehr, sehr gefährlich. Ich glaube, wenn sie heute wieder in diesem Alter wäre, würde sie sich auf der Straße festkleben. Ja? Und allerdings die Ironie oder das Schöne daran ist, dass dann wahrscheinlich der Basti sie mit der Feuerwehr wegkratzen würde und sie würden sich sowieso kennenlernen. Every time I close my eyes, I feel a peace in me arise. I never knew love could be so healing. I never thought I could learn to feel. But when we're standing side by side, well, there's no darkness left to hide. Ja, also wenn ich was richtig gut nicht kann, dann ist es Fischen. Also ich glaube, da ist jetzt einfach der Wurm drin. Basti ist sonst jeweils ein besserer Angler wie in diesem Urlaub, zumindest bisher. Ich bin mir ganz sicher, wenn du mit den Kameras abgereist bist, wird er sofort Petri Heil haben.